Marie, willst du mal was sehen? Ja. It's a match. Ach, Nikolai, ich dachte, damit wärst du endgültig durch. Ja, nee. Ach, keine Ahnung. Ich bin einfach einsam. Ich hab keinen Bock mehr, allein zu sein. Wow. Vielen lieben Dank, dass du das Gefühl hast, in meiner Gegenwart einsam zu sein. Du weißt, wie ich das meine. Ja, wie meinst du das? Ey, alle um mich herum sind in einer festen Beziehung, erwarten Kinder oder bauen sich ein schönes Nest. Und ich bin fucking 30 Jahre alt und meine längste Beziehung hatte ich in der 9. Mit Emma. Hat aber auch nur 1 Jahr gehalten. Nee, sogar nur ein halbes. Stimmt, nur den Sommer. Dann hat sie Justus kennengelernt. Justus. Was ein Idiot, ey. Hör zu. Ich verstehe deine Situation voll und ganz. Und auch, dass dich das massiv belastet. Wirklich. Aber bitte, bitte, mach dir nicht so einen Stress. Vertrau mir. Ach herrje. Wie soll ich ihm das verklickern? Ich bin ja auch schon einmal so geschwommen. Alle Herzen verspielt. Und mittlerweile habe ich, zumindest denke ich das, ein bisschen was von diesem ganzen Scheiß verstanden. Das Glück auf einer verkopften Landkarte suchen zu wollen, das bringt einfach immer nur einen Haufen Steine, über die man dann ständig stolpert. Und am Ende will man in den Sternen lesen können, wieso das Universum immer noch nicht Traummensch Deluxe vor die Türmatte gestellt hat. Aber ich sag euch was. Scheißt drauf, wie die Sterne stehen. Oh, Nikolai, scheiß drauf, wie die Sterne stehen. Wenn man nicht mehr schwimmen kann, dann muss man vielleicht tauchen lernen. Tief Luft holen, das Wasser auf der Haut genießen und schauen, was passiert. Irgendwo im dunklen Blau, irgendwo in dieser Schwerelosigkeit, da findet man dann doch einen Ort, an den man diese Liebe schicken kann, die man so, so gerne verschenken möchte. Hey, weißt du was? Vergiss das alles. Lass dich treiben. Wenn du aufhörst, dich als unvollständiger Kuchen zu fühlen und nicht ständig nach ein paar Stücken oder vielleicht sogar nach einer ganzen Hälfte suchst, die dich dann ergänzen soll, dann wird sich eine neue Liebe, die vielleicht kommt, anfühlen können wie sagt man nochmal? Wie ein neues Leben. Na, ich meinte mehr so wie die Kirsche on top, aber okay, ein neues Leben. Ja, aber Marie, hast du dir sie mal genau angesehen? Ach, Nikolai. Ey, doch, schau doch mal. Sie malt, sie macht Musik, ihr Lieblingssong ist die nackte Kanone und sie verabscheut Kokos. Okay, krass. Sie ist ja genauso wie du. Ja, sie ist genauso wie ich. Aber du hast zu mir gesagt, ich darf dir deine Augenbraue rasieren, wenn du dir noch einmal diese App installierst. Mann, Marie. Treiben lassen hin oder her. Es gibt zurzeit keine andere Möglichkeit. Das Glück dem Zufall zu überlassen funktioniert nicht. Hey, schau doch mal. Es ist Lockdown. Es gibt Sperrzeiten. Alle tragen Masken und versuchen genügend Abstand zu halten. Ohne dieses Hilfsmittel werde ich einsam und allein sterben. Okay, jetzt übertreibst du. Du hast sie dir noch nicht mal genau angesehen, oder? Ist dir aufgefallen, dass sie einfach mit Pisse auf Clubtour war? Und jetzt kommt das Beste. Sie spielt in den Songs Nervenheilanstalt, Vernissage und Fahrradsattel das Theremin. Das Theremin? Das Theremin. Okay, krass. Ich muss zugeben, das ist ziemlich cool. Das ist schon verdammt cool, oder? Weißt du was? Du machst was du willst. Dann los.
Schreib ihr. Hey, wie geht's? Na, was machst du so? Stopp. Hey, wie geht's? Was machst du so? Das sicher nicht. Romeo, da geht mehr. Hey, wie geht's? Na, was machst du so? Ist im Chat so out wie die Schuhe von Buffalo. Und sie behaupten, alle Männer wären gleich. Ja, kein Wunder, wenn jeder schreibt denselben Scheiß. Und selbst die Singles mit Niveau auf Elite-Partner finden keine Formel für den besten Flirt-Startup. Wir leben nicht in der Gegenwart. Back to the roots, nicht mehr einfach nur eine Redensart. Viele tragen Vintage-Kleidung, manche lesen sogar von 1968 die Zeitung. Hauptsache oldschool, Hauptsache alt. Das glaubst du, du bist nicht cool, sondern kalt. Schmeiß dich an jede ran, die auf 3 nicht offline ist. Und in der Disse läuft nichts, weil du der größte Schisser bist. Ja, du bist ein Oldschool-Gangster? Dann geh zu ihrem Scheißhaus und schmeiß Steine an ihr Fenster. Zeig ihr, dass sie dir wirklich wichtig ist. Mach halt irgendwas, sodass sie das auch nach 20 Jahren nicht vergisst. Lass die Leute reden, mach dein Ding, auch wenn es schief klingt. Ey, immer weiter singen, denn wenn durch das Schiff die Romantik singt, bist du wie DiCaprio. Nur, dass du mit ihr nach oben schwimmst. Love is not a crime. Ey, außer du brichst mir das Herz, dann brech ich dir ein Bein. Ey, tut mir leid, das war viel zu gemein. Eigentlich meinte ich, ist nicht schlimm, liebevoll zu sein. Und der Moment, wenn sie plötzlich vor dir steht und du realisierst, was gleich passiert. Und ist deine Freundin weg? Das heißt, deine Ex ist der Griff zum Lieben-Lied, der Beginner, dein Reflex. Nicht mehr Seiten, sondern Sprünge auf der Platte. Kommt vor, bleib entspannt, kauf ne neue, ist doch Latte. Und sieht dein Leben manchmal doof aus, mach's wie ich, atme tief ein und tauche tief ab. Und lass deine Gedanken freien Lauf. Okay, Marie, pass auf, ich hab was. Was hältst du hiervon? Mir gefällt jedes Wort von dir. Dabei weiß ich gar nicht, was du singst. So textsicher, schief und laut kleb ich an deinen Lippen, egal wie das klingt. In Fachkreisen nennt man das Jazz. Blindes Verständnis, ohne sich zu kennen. Ja, mit viel Gefühl und einer Art Sympathie zündest du es an und ich lass es brennen. Nikolai, du Rakete, ab zum Mond mit dir, das ist brutal nice. Und gesendet. Sobald die Nachricht gesendet ist, starr ich ganz nervös einfach auf den Tisch und höre die abstrakt Klitschko-Platte und bin geflasht von den Songs, die ich noch nicht kannte. Ja, jeder kennt sie, die Barbara. Zum Glück wie ich, Vegetarier mit nem Veggie-Burger und ner eiskalten Cola. Wie sieht's aus, Barbara? Mit dir wär's viel schöner. Und sie schreibt nur, okay, sehen uns dann später. Und nimm meine Jacke mit. Unten am See ist es kälter. Und sie schreibt nur, sehen uns später. Und nimm eine Jacke mit. Und? Oh Mann, sie will dich direkt sehen. Yes.
Was machst du? Gehst du zu ihr? Ja, was denkst du denn? Wünsch mir Glück. Mach ich vielleicht. Aber vorher. Ey, Marie, mach keinen Scheiß. Lass den Mist. Bisher läuft es ganz gut. Ich hab sogar was übrig für dich. Ein bisschen was fürs Herz und ein bisschen was fürs Auge. Ans Meer will ich noch nicht. Denn so ein See ist für den Anfang nicht verkehrt. Ey, die Wolken ziehen zu und der Regen wird schwer. Jetzt schnell ans Ufer zurück, als ob nichts gewesen wäre. So tun, als würde man die Enten füttern. Als ob du glauben würdest, dass ich das verstehe. Soweit ich weiß, ist das viel zu viel. Für einen alleine, ich schaff das nicht. Die Hälfte ist schon hart und dann will ich nichts. Doch ist doch für den Anfang nicht verkehrt. Ey, die Wolken ziehen zu und der Regen wird schwer. Als ob nie was gewesen wäre. Ich bin genauso wie du. Ich hab gewusst, dass es stimmt. Als ob du glauben würdest, dass ich das verstehe. Soweit ich weiß, ist das viel zu viel. Für einen alleine, ich schaff das nicht. Du siehst friedlich aus und ich trau mich nicht. Im heißen Tee steckt manchmal Gift und keiner schmeckt es, ey, keiner fühlt es. Heiße Liebe, so bitter süß. Ich bin genauso wie du. Ich hab gewusst, dass es stimmt. Ich bin genauso wie du. Ich hab gewusst, dass es stimmt. Und jetzt komm schon, tu nicht so. Ein letztes Mal so sein wie Romeo. Viel zu schnell ist alles Routine, weiß schon gar nicht mehr, was ich hasse, was ich liebe. Aber passt schon, ist okay, ey, ich hab doch keinen Plan. Doch diesmal wusste ich es schon, bevor es gestern in der Zeitung stand. Wir waren die letzten Überlebenden und ich war ziemlich überheblich, denn in meinem Kopf steckt ein Affe mit 2 Becken zu dem Takt, wie die Lippen von meinem Babe sich bewegten. Ja, sie hatte einen Masterplan, ich viel zu viel getan. Komm, wir fangen morgen an, gehen lieber an die Bar. Ich mix uns die Trinks selber, nix mit Trinkgeld, machen rum wie früher, Wodka ist schon leer. Und sie schreibt nur, tut mir leid, es geht nicht. Ich bin zu müde und draußen regnet's. Und sie sagt nur, geht nicht. Ich will nach Hause, bevor es regnet. Und sie sagt nur, nee, es geht nicht. Ich bin zu müde und draußen regnet's. Und du sagst nur, nee, ich will nicht. Draußen regnet's. Ey, draußen scheint auch die Sonne. Doch der Wettermann meines Vertrauens sagte mir,
ist keine gute Idee, denn so wie ich das sehe, könnte der Wind sich noch mal drehen und dann geht es dir wieder so wie im Spiegellabyrinth. Hast dich selbst zu oft gesehen und weißt jetzt nicht mehr wohin. Marie? Marie, hast du mal einen Moment? Hey Marie, hast du mal einen Moment? Marie? Was machst du da? Ich vermeide ruckartige Bewegungen, Und warum? um dich nicht zu verscheuchen. Hä, was soll das? In den letzten 4 Monaten, seitdem du mit Barbara so eine Art Beziehung führst, sehen wir uns kaum. Das stimmt doch gar nicht. Was redest du? Hey, wir sind Mitbewohner und eigentlich ziemlich gute Freunde. Und wir sehen einander nur mehr flüchtig in der Küche. Hast du überhaupt eine Ahnung, was bei mir los war in letzter Zeit? Wir machen doch ständig was zusammen. Wir machten. Und was ist mit Grillen? Oder Grillen. Badesee? Diffusion? Oder das Camping in Slowenien? Hm? Ja klar, wir machen natürlich gar nichts zusammen. Nicola, es ist November. Hä? November. All die Dinge, die du jetzt aufgezählt hast, das war im Sommer. Und ja, was ist mit dem Spieleabend? Hm? Ja, okay, der Spieleabend. Und das war aber auch das einzige Mal. Außerdem war Barbara mit dabei und du hast ihr alles in den Arsch gesteckt. Erz, Getreide, Holz, Lehm. Für dich, meine Barbara, ja gar kein Problem. Aha. Du bist also einfach nur eifersüchtig und zudem noch eine schlechte Verliererin. Hm? Weißt du was? Du bist ein schlechter Spieler. Ich verstehe ja, dass man zu Beginn viel Zeit mit der Perle verbringen möchte. Aber ich finde es schon echt krass, wie sehr du von der Bildfläche verschwunden bist. Und ich habe das Gefühl, du musst deine rosarote Brille zuerst absetzen, um überhaupt verstehen zu können, was ich meine. Ich brauche sie nicht abzusetzen. Sie wurde mir heute Morgen vom Gesicht gerissen. Hey, mit Barbara ist es vorbei. Hey, sie hat gesagt, für mehr reicht es irgendwie nicht. Und außerdem war es für sie so ein Problem, dass ich Sternzeichen Skorpion bin. Ja, und ich hatte eh voll die Probleme, mich zu öffnen. Weißt du, ich wurde schon so oft verletzt, dass ich einfach Ist das jetzt dein Ernst? Jetzt, wo Barbara weg ist. Jetzt, wo du Kummer hast. Jetzt bin ich wieder gut genug für ein ausgedehntes Gespräch. Weißt du was, ich muss los. Ja, vielleicht. Es tut mir leid, Marie. Wofür ist der Koffer? Paris Wie Paris? Wann fährst du? in 3 Stunden. Wie in 3 Stunden? Scheiße, Marie, das hatte ich nicht auf dem Schirm. Ja, merkst du selber, ne? Weißt du was? Du? Du musst jetzt tauchen lernen. Und dann kannst du dich vielleicht wieder aufs offene Meer hinaustrauen, ohne Angst davor zu haben, unterzugehen. Weißt du, was ich meine? Okay. Ciao. Hören wir uns denn wenigstens die Tage? Ja, wenn du dich meldest.
Schiebt nicht alles auf November. Sie hatte kalte Füße, sie hatte Schiss. Ich hab die Nase voll bis oben. In der Zeit ohne dich. Und ich war grad in der Nähe und wollte ihr nur sagen, dass ich sie mag. Du, wir müssen dringend reden, sagt sie zu mir, und ich hab kein gutes Gefühl dabei. Mein Zukunfts-Ich tut mir jetzt schon leid. Und weil hier gleich alles untergeht, spiel ich wie die Kapelle auf der Titanic das letzte Lied.
krass. Ey, ihr ahnt nicht, wen ich gerade kennengelernt habe. Wollt ihr es wissen? Ja, mich selbst. Und soll ich euch was sagen? Ich fand mich sehr nett. Nee, wirklich. Also, sehr sympathisch. Wir haben uns von Anfang an gut verstanden, waren auf einer Wellenlänge und ich habe, also völlig verrückt, ich habe komplett die Zeit vergessen. Getrieben von der Lust, lassen wir uns treiben im Fluss. Wir sind dann sofort Kaffee trinken gegangen und haben Kuchen gegessen und über all diese Dinge gesprochen, über die man irgendwie so selten spricht. Also zugegeben wurde es schon sehr deep an manchen Stellen, aber nicht unangenehm, sondern ja, vielmehr erleichternd. Wir haben über Interessen, über Träume und Wünsche gesprochen, die tief in mir verborgen lagen. Ich liebe Farben und ich liebe Töne. Ich möchte alles erleben, das Hässliche und auch das Schöne. Und sollte ich einmal nicht mehr wissen, wohin oder wer genau ich bin, tja, dann hole ich einfach tief Luft und bin dann wieder ein Kind. Ey, bitte sag mir warum. Kannst du jetzt noch nicht gehen? Ey, wo sind deine Schuhe? Wo ist deine Jacke? Wo ist dein Traum? Den hab ich eben noch gesehen. Ja, die Wolken ziehen ganz schön schnell vorüber. Bald ist endlich Februar. Ja, die Tage werden immer dunkler und kühler. Aber nicht schlimm, auch das geht irgendwann vorüber. Im Sommer ging das nie so schnell. Da konnte ich mir die Wolken noch in ganz Ruhe formen. Doch nun weht ein anderer Wind. Die Stimmung ist trotzdem super. Ey, unter Wasser gibt's das nicht. Da sind keine Wolken und da weht auch kein Wind. Die Zeit bleibt jedes Mal einen kleinen Augenblick stehen. Kurz Luft schnappen und dann wieder Kind. Unterbewusst will ich alles sehen. Kurz Luft schnappen und dann wieder Kind. Unterbewusst
will ich alles sehen. Kurz Luft schnappen und dann wieder Kind. Ey, unterbewusst will ich alles sehen. Kurz Luft schnappen und dann wieder Kind. Heute habe ich geheult wie ein Schlosshund und du warst nicht da. Nicht im Herzen, nicht im Kopf, nicht an der Decke. Licht am Handy, es schreibt Mandy. Du bist so zuckersüß wie Candy. Es ist bloß die Vergangenheit, die meine Tränen tragen. Ich will das Gefühl zurück. Als ich 16 Jahre alt war und sagte, ich will nur dich. Ich war schon zweimal, dreimal, viermal richtig derbe verliebt und bin nicht sicher, ob es sowas irgendwann noch mal gibt. Ey, ich bin glücklich und bereue nichts, bin sogar froh, dass das nie was geworden ist. Mit meinen alten Romanzen, ey, ich wollte immer tanzen, doch sie taten einfach nichts. Und standen im Licht. Ich will das Gefühl zurück. Als ich 16 Jahre alt war, verliebt, verloren in dein Gesicht. Eigentlich wurde ja schon alles gesagt, doch irgendwie ist jedes Liebeslied für mich ein Unikat. Man findet die Bestätigung in Texten, in Erzählungen. Da, wo die Liebe hinfällt, findet man Veränderung. Der Moment, wo du deine große Liebe endlich triffst oder dein Herz unerwartet in zwei Teile bricht, erkennt man in jedem Text seine Ex, pullt den Hass und den Schmerz auf Repeat einfach weg. Eigentlich wollte ich keine Zigaretten ziehen gehen. Ich war planlos und blieb auf halber Strecke plötzlich stehen. Google-Suche nach dir selbst, da steht, geh den Jakobsweg. Oh nö, wisst ihr was? Ich mache einfach jeden Tag das, was mir gut gefällt. Denn bis hierhin war auch alles ganz okay. Und das letzte Lied ist auch schon längst passé. Ich will nur noch eins und zwar funky tanzen. Mit euch allen hier im schönsten Separé. Und ja, ich will die Zeit zurück. Weil ich 16 Jahre lang dachte, ich finde alleine kein Glück.
ich kenne dich nicht. Ich hab dich so noch nie gesehen. Und Entschuldigung, was hast du gesagt? Ey, ich war grad nicht da. Ich habe nachgedacht. So wie jedes Mal. Ey, die Sonne würde 400 Millionen Mal in das schwarze Loch passen, was wir hier in unserer Milchstraße haben. Einfach unvorstellbar. Ey, wir haben uns so lang nicht mehr gesehen. Ja, du warst in Paris und ich in Berlin. Ja, und weiter kamen wir aber nicht. Ja, trotzdem will jeder mal dahin. Und da kamen wir auch ganz von alleine drauf. Ja, ich weiß, man glaubt es kaum, aber es waren die Blumen von der Tanke, sagt sie immer. So schön, danke. Und alles frisch bezogen, vorerst keine falschen Füße am frühen Morgen, eins nach dem anderen. Wir wollen nichts verlieren, auch wenn es dann doch noch passiert. Und dann sag ich zu dir, hier ein 2018er Aral-Kabinett aus dem Tankstellenregal. Und dazu schöne Musik an einem Ort, den du liebst. Und du sagst immer, so wie lang nichts gehört, alles so laut, denn es gehört uns nichts mehr. Gesehen, ja, es blendet, denn irgendwas scheint so schön und ganz nah zu sein. Ey, komm, erzähl doch nichts, das versteht doch keiner. Wir haben's lieber leichter getan als gesagt. Wurde nicht viel, nur dass ich dich mal frag, magst du ein Stück von dem Kuchen und kennst du dieses Lied? Schon gewusst, dass der Begriff Fernweh es nur im Deutschen gibt. Und wie die Könige in Frankreich leben wir. Ich genieße so sehr die Zeit mit euch hier. Funky tanzen im schönsten Separé. Und zum Teufel, wen juckt es, wie die Sterne stehen? Denn ich hab euch so noch nie gesehen. Und ich hab auch nachgedacht, ja, so wie jedes Mal. Und ich muss sagen, ich find euch phänomenal. Dazu schöne Musik an einem Ort, den du liebst. Und du sagst immer, dazu schöne Musik mit Leuten, die du liebst. Und du sagst immer, dazu schöne Musik mit Leuten, die du liebst. Und du sagst immer, dazu schöne Musik an einem Ort, den du liebst. Und du sagst immer, dazu schöne Musik mit Leuten, die du liebst. Und du sagst immer. Wen juckt es, wie die Sterne stehen? Dankeschön.
Und bitte alle Künstler auf die Bühne. Timo, Simon. Rollt da alles rum. Das sieht doch halt aus. Ja, wow. Jetzt sind wir durch. Bis zwei. Wow, ich kann mich gerade gar nicht richtig sortieren. Ich versuche gerade irgendwie passende Worte zu finden. Ich habe schon viel geträumt in meinem Leben. Ich bin ein Träumer. Tag für Tag. Immer träumen, ist gut, ist wichtig. Aber sowas hier. Boah, was? Hallo? Was? Und. Eieiei. Es gibt Menschen gerade in meinem Leben. Oh, die hier sitzen. Lisa, Clemens, Max, Mara, Ali, Lisa, Thomas, Jule, Simon, Timo. Sind Menschen, die mir gesagt haben, ey, das ist schon ziemlich cool, was du da machst. Jetzt hör mal auf, nur Wohnzimmerkonzerte zu geben und geh mal auf die Bühne. Und ich habe von euch so viel gelernt. Ich habe gelernt, Liebe nicht nur zu sagen oder zu denken, sondern sogar Liebe zu fühlen. Und die Liebe ist hier überall. Und heute, wow, heute ist ganz viel Liebe. Und ich habe es gelernt, die Liebe zu spüren, die Liebe zu empfangen. Und vor allem das Wichtigste ist, die Liebe zu geben. Je mehr man Liebe gibt, desto mehr bekommt man zurück. Und das ist heute Abend alles durch Liebe entstanden. Ich liebe euch. Und jetzt geht's weiter. Also es ist folgendermaßen. Wir machen jetzt ganz schnell die Stühle weg. Und dann fängt mein guter Freund Ali. Es ist sein Debüt heute als DJ. Ich freue mich sehr. Er hat sich in den letzten Monaten richtig den Arsch aufgerissen, ein 4-Stunden-Set zusammenzustellen. Ich bin so stolz auf dich. Und jetzt, lasst uns trinken, lasst uns feiern. Funky tanzen im schönsten Separé. Dankeschön.